Schon Herbert Grönemeyer hat in seinen jungen Jahren davon gesungen, von der Angst. Sogar Angst vor der Angst. Was machen wir damit? Was wir gegenwärtig erleben, auch geopolitisch, kann ganz schön Angst machen. Angst, das ist so ein großes Thema, gerade jetzt in unseren Tagen. Ich habe Angst vor dem, was kommt, hat uns vor kurzem auf Instagram eine Frau geschrieben. Und es ist nicht nur die Angst vor Krieg, es ist ja auch in unserem persönlichen Leben immer wieder die Angst, sein Glück nicht zu finden, die Angst zu versagen und die Angst, unsere liebsten Menschen zu verlieren. Was mache ich mit dieser Angst? Wie gehe ich mit ihr um? Dazu habe ich von einer Mitschwester aus dem Ausland vor kurzem ein ganz bewegendes Zeugnis gehört, das ich gern einfach hier mit euch in diesem Video teilen will. Das soll heute unser Content sein, weil ich möchte was von ihr vorlesen, um sie selber zu Wort kommen zu lassen. Sie hat seit 17 Jahren Krebs und ihre erste Diagnose war 2009. Damals war sie 42. Und sie sagt also: Seit 17 Jahren lebe ich mit Krebs. Ehrlich gesagt konnte ich die Diagnose beim ersten Mal nicht glauben. Ich wollte leben. Und ich verstand wirklich nicht, warum Gott mir in jungen Jahren das Kreuz des Krebses und der Krankheit auferlegt. Ich schwankte zwischen Unglauben und Hoffnungslosigkeit. Was tue ich, wenn menschlich gesprochen alles, was bisher sicher war, sich aufzulösen beginnt? Jede Behandlung, jeder Eingriff, jede Entscheidung war für mich dramatisch. Im Laufe der Jahre steigerte sich meine Angst. Aber ich betete vor jeder Behandlung auch bewusst zu Maria und zu Jesus und lud sie ein, bei mir zu sein. Ich sprach nach jedem Termin mit ihr, mit der Mutter Gottes und fragte sie oft, was Gottes Wille für mich ist bei der Entscheidung für das nächste Medikament oder den nächsten Eingriff. Sie half mir, mit den vielen Höhen und Tiefen meiner Diagnose umzugehen. Von der Hoffnung auf Heilung bis hin zur Enttäuschung über die wiederholte Rückkehr des Krebses. Immer und immer wieder. Besonders bei Prozeduren, bei denen ich ganz stillhalten und den Atem anhalten musste, stellte ich mir vor, dass sich die Arme der Gottesmutter Maria um mich legen und ihr Schutzmantel mich ganz bedeckt. Hier bin ich immer geliebt und kann mich ganz sicher fühlen. Ja, sie liebt mich in meinen verletzlichsten Momenten. Langsam, im Lauf der Jahre, lernte ich von einer ungeheuren Angst zu einem kindlichen Vertrauen zu finden. Mein Glaube wandelte sich. Langsam, nach und nach, wurde es einfacher für mich, ein Ja zu seinem heiligen Willen zu sagen. Ich bedauere die vielen Male, in denen ich mir Sorgen gemacht habe und schlaflose Nächte vor unangenehmen oder dramatischen Eingriffen hatte, weil die Angst in mir aufstieg. Die Angst raubte mir oft meinen Frieden im Geist und im Herzen. Aber ich habe gelernt, die Angst, besonders die Angst vor dem Unbekannten, zu bekämpfen. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich mir nicht erlaube, das Schlimmste von einem Scan-Ergebnis zu befürchten, noch bevor der Scan stattgefunden hat oder ich auf die Ergebnisse warte. Stattdessen stelle ich mir jedes Mal, wenn ich die Angst aufsteigen fühle, und wenn wir ehrlich sind, sie wird kommen, weil es einfach menschlich ist. Also, wann immer ich Angst bekomme, stelle ich mir vor, dass mein Scan-Ergebnis in der Hand der Gottesmutter schon liegt. Und weil sie das Ergebnis schon kennt, wird sie entweder mit mir danken oder mir helfen, die bittere Enttäuschung zu tragen und mir bei der Entscheidung für den nächsten Schritt helfen. Allen, die in eine ähnliche Situation wie ich kommen, möchte ich gerne sagen: Bekämpft die Angst und lasst nicht zu,
dass sie euer Leben kontrolliert. Vertraut darauf, dass alles gemäß dem heiligen Willen Gottes für euer Leben geschehen wird. Wenn der liebe Gott uns Kreuz und Leid schickt, genau dann soll unser Glaube nicht wanken, weil alles aus Liebe zu uns geschieht. Wir brauchen Gnade, um unser Kreuz anzunehmen, wie es Jesus und die Mutter Gottes getan haben. Ich möchte euch gerne ermutigen, in Zeiten von Krankheit und Leid, wendet euch an die Gottesmutter, wie ein Kind sich an seine Mutter wenden würde. Sie soll und wird uns beibringen, Ja zum heiligen Willen Gottes zu sagen, egal was kommt. Ja, soweit dieses Zeugnis. Es ist wirklich so, wir können Jesus und Maria immer bitten, unser ängstliches Herz zu beruhigen. Sie sind da und sie lassen uns nicht fallen, auch nicht in der tiefsten Dunkelheit. Vertrauen wir darauf und glauben wir, dass auch in der Dunkelheit ein Licht für uns leuchtet.